Also ich bin mit der Erwartungshaltung ins Studium gegangen, dass der Stoff aus der darstellenden Geometrie, aus dem Unterricht in der Schule einfach weitergeführt wird und ich zusätzlich dazu noch eine didaktische Ausbildung bekomme, um eben den Stoff dann auch Schülerinnen und Schülern in der Schule zu vermitteln. Also anders als ich mir erwartet habe, beschäftigen wir uns nicht wirklich mit dem Schulstoff, den brauchen wir eben hauptsächlich in unseren Praktika. Im Studium beschäftigen wir uns hauptsächlich mit sehr viel Mathe, also wir rechnen sehr viel und wir tun auch sehr viel Programmieren. Und deswegen empfiehlt es sich auch sehr, vielleicht ein naturwissenschaftliches Fach als Zweitgegenstand zu wählen, weil die sich dann eben sehr gut ergänzen. Das Institut, die Professorinnen und die Professoren und generell auch die Studienkolleginnen und Kollegen, denn es ist wirklich ein kleines Institut. Also die DG ist sehr familiär, man passt aufeinander auf, man ist füreinander da und das ist wirklich etwas Besonderes, wenn man es mit anderen Studienrichtungen und anderen Instituten vergleicht. Als ich nach der ersten Unterrichtsstunde von meinem ersten Praktikum in der Klasse gestanden bin, die Stunde vorbei war und ich mir dachte, ja, die Schülerinnen und Schüler hassen dich nicht und der Stoff ist ganz gut gelaufen, es könnte schon was werden mit dem Lehramtsstudium. Vor meinem Studium hätte ich gerne gewusst, dass das DG-Studium eigentlich nicht so abläuft, wie man es sich vielleicht erwartet, weil man im DG-Studium eigentlich nicht so viel vom Schulstoff macht. Da wäre es vielleicht irgendwie sinnvoll gewesen, vorher schon irgendwie Kontakt mit der Studienvertretung aufzunehmen, damit man sich solche Informationen schon im Vorhinein einholen kann. Die größten Herausforderungen waren für mich eigentlich das Programmieren, weil man beschäftigt sich in den höheren Semestern sehr viel damit und in der Schule habe ich noch nicht wirklich Erfahrungen damit sammeln können. Deswegen war das für mich eigentlich echt schwierig. Nach dem Bachelorstudium möchte ich gleich den Master machen und möchte ihn so schnell wie möglich durchziehen, damit ich wirklich, sobald es möglich, an eine Schule kommen kann. Denn mir machen die Praktika mit Abstand am meisten Spaß und eigentlich möchte ich nur mehr DG an einer Schule unterrichten.